Der April war für den Maschinen- und Anlagenbau ein außergewöhnlicher Monat für den Auftragseingang. Wir hatten einen Zuwachs zum Vorjahr von 72%. Die Auslandsorder stiegen um 78%, die aus dem Inland um 60%. Man muss schon sehr weit zurückgehen, um einen ähnlich hohen Zuwachs zu finden. Im Jahr 1981 hatten wir ein Plus von 100%. Seitdem nie wieder so hohe Werte. Die PS kommt nach wie vor aus dem Ausland, doch das Inland zieht nach. Der Zuwachs wird im Wesentlichen von zwei Effekten gespeist. Da ist zum einen der Basiseffekt, also der Vergleich zum Vorjahr. Wir erinnern uns, im April 2020 lag wirklich alles pandemiebedingt danieder. Ob Italien, Frankreich, Spanien, die USA oder auch China, wo ganze Millionenstädte gesperrt wurden. Überall bestand nicht gerade Investitionslaune. Das haben wir natürlich in den Auftragseingängen damals gesehen und deswegen haben wir auch im Vorjahresvergleich einen hohen Zuwachs. Aber das allein reicht nicht. Das weltwirtschaftliche Umfeld hält sich zunehmend auf. Die OECD hat gerade ihre Prognosen für die Weltwirtschaft und für die meisten der Länder nach oben gesetzt. Und das wird sich natürlich auch in den Investitionen niederschlagen. Wir haben starke Impulse, auch noch aus Konjunkturprogrammen in den USA, in China, aber auch in Europa. Der Maschinen- und Anlagenbau wird leider nicht verschont von Lieferengpässen. Bereits vor 2 Monaten, also Anfang April, meldeten uns 40% der befragten Unternehmen merkliche oder gar gravierende Störungen entlang der Lieferketten. Knapp ist letztlich alles. Ob nun Stahl, Elektrikkomponenten oder sogar Lacke und Verpackungsmaterial. Und so vielfältig wie die Produkte, so vielfältig die Ursachen. Hinzu kommt nach und nach auch ein Fachkräftemangel. Das Ganze bremst natürlich die Konjunktur, ist also ein Hemmnis. Denn ausreichende Vorleistungen sind letztlich die Grundvoraussetzung dafür, dass aus Auftragseingängen auch Umsätze werden.